Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Absoluter Wahnsinn, Leute, die Zeit rennt einfach nur. Und typisch Mann, er hat nicht alle seine Geschenke. Und deshalb ein Notfallgeschenk muss her. Und mir ist da was eingefallen. Und zwar aus diesem schönen Klotz hier, Klotzstückchen Holz hier einfach, wollen wir uns richtig schöne Weihnachtsdeko bzw. ein paar Weihnachtsgeschenke raussägen. Und ja, wem es genauso geht wie mir, schaut sich dieses Video am besten an. Oh Mann, typisch. Jedes Jahr dasselbe. Man hat noch einfach ein paar Weihnachtsgeschenke oder es fehlen einfach noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Und viele von euch wollen auch da draußen ein bisschen basteln und das Ganze verschenken oder einfach noch die Deko selber machen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Thema heute ist dieser Holzklotz. Wir wollen nämlich daraus ein bisschen Weihnachtsdeko bzw. Weihnachtsgeschenke einfach mal machen. Ich habe letztes Jahr auch schon so ein ähnliches Video gemacht und zwar habe ich Rudolf, dieses Rentier hier, kann ich euch gern mal kurz einblenden und das Video natürlich auch dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann habe ich so ein Rentier gemacht, Rudolf, das sind nur mit 4 Schnitten ist das Ganze erledigt und ihr kriegt da so ein richtig cooles Teil raus. Das Ganze funktioniert an der Bandsäge und jetzt geht es um das fast gleiche Thema. Und zwar wollen wir aus diesem Klotz einen richtig, ja ich sage jetzt mal, nicht so einen einfachen Rudolf machen, sondern wir wollen ein bisschen aufwendigeren Hirsch aus dieser Technik, mit diesen Schnitttechnik an der Bandsäge raussägen. Ach ja, die Dateien vom letzten Jahr, die könnt ihr ja praktisch nochmal downloaden, die habe ich euch als Weihnachtsgeschenk verpackt. Und dieses Jahr gibt es auch wieder ein Weihnachtsgeschenk und zwar diesen aufwendigeren Hirsch, den wir jetzt an der Bandsäge gleich aussägen werden mit diesem Klotz hier. So schaut er aus, das seht ihr gleich. Und wie gesagt, der ist aufwendiger und da mache ich euch auch wieder ein Weihnachtsgeschenk. Und das könnt ihr natürlich auch wieder auf der Homepage kostenlos downloaden. Das werde ich dann zum Rudolf packen. Dann kannst du den auch nochmal downloaden, wer das noch nicht gemacht hat. Das sind die Modelle vom letzten Jahr, die ihr kostenlos zum Downloaden bekommt. Und zwar das hier ist unser Rudolf. Wenn man das Ganze nämlich jetzt so auf das, ich zeige es euch gleich, das Ganze dann auf das Holz überträgt und dann aussägt, kommt am Schluss sowas dabei raus. Richtig cool. Also wie gesagt Rudolf. Das ist jetzt doch der Hirsch vom letzten Jahr. Und ihr seht, dass es ja relativ einfache Schnitte sind. Es sind jetzt circa 4 Schnitte an der Bandsäge, wo wir das Ganze dann ausschneiden können und schon funktioniert das Ganze. Ja, das ist jetzt aber sehr einfach. Das ist eher so das Anfängerprojekt. Jetzt zeige ich mal mein Projekt, was mir dieses Jahr einfallen lassen habe. Und zwar habe ich mir jetzt diesen Hirsch einfallen lassen. Ihr seht es jetzt schon, dass die Schnitte nicht so einfach sind wie dieses hier, wie unser Rudolf. Zack, zack und fertig, sondern wir haben hier wirklich filigrane Stellen, die wir wirklich komplett aussägen müssen und das schaffen wir definitiv nicht mit 4 Schnitten, da brauchen wir einige Schnitte mehr, das seht ihr aber nachher an der Bandsäge und ja, das wollen wir heute machen. Wie funktioniert die ganze Technik überhaupt? Wer es noch nicht, das erste Video noch nicht gesehen hat, es ist so, wir haben jetzt unser Muster, wir legen das Ganze praktisch hier hin, zeichnen das an, drehen unser Holzstück und machen dort auf der gleichen Höhe das andere hin. Anfangen tun wir dann auf der Hochkantseite und werden das Ganze hier erstmal aussägen. Dann kleben wir das mit Klebeband wieder zusammen und sägen dann diese Seite aus. Und wenn diese Seite auch noch zusätzlich ausgesägt ist, muss man die Holzstücke nur auseinander machen und am Schluss kommt dann sowas raus bei dem Ganzen. Was ihr für Holz und wie groß ihr das Holz nehmt, das ist total egal, es ist euch überlassen. Ihr seht jetzt die 2 Möglichkeiten, die wir haben. Wie gesagt, die Dateien werde ich euch kostenlos zum Downloaden zur Verfügung stellen. Man kann das Ganze natürlich auch am Laser ausschneiden und auslasern und das Ganze dann praktisch als Muster dann hinlegen und dann einfach nur abzeichnen. Ihr könnt es aber auch ganz anders machen. Ihr schneidet einfach diese ausgedruckten Sachen einfach aus. Also ihr könnt es ausdrucken in der Größe, wie ihr wollt im Endeffekt. Je nachdem, wie breit und wie groß euer Klotz ist am Schluss. So, das könnt ihr dann auch genauso machen. Wir nehmen jetzt auch mal diese Größe. Das ist sogar noch ein bisschen größer. Es muss halt einfach einfach draufpassen aufs Holzstück, beide Seiten. So, und dann könnt ihr das Ganze natürlich dann einfach mal ausschneiden. Und wenn ihr das ausgeschnitten habt, dann nehmen wir nämlich einen Sprühkleber und sprühen das Ganze dann praktisch aufs Holz, damit wir eine Schnittvorlage haben.
So schaut das Ganze fertig ausgeschnitten aus. Natürlich, wenn ihr es mit dem Laser gemacht habt, dann braucht ihr das Ganze praktisch nur dahinlegen und dann praktisch nachzeichnen. Wir machen es jetzt einfach nochmal so, wie es die meisten wahrscheinlich machen werden. Und zwar, eins ist richtig wichtig, dass ihr das Ganze unten wirklich absolut gerade abschneidet und dass die Höhe einfach gleich ist von diesen zwei ausgeschnittenen Sachen. So, jetzt machen wir, das habe ich schon mal ausgelegt und werde den Sprühkleber holen und das Ganze einsprühen und dann bitte darauf achten, wenn ihr das Ganze draufklebt, dass wir wirklich super genau da unten die Füße anlegen und natürlich, wenn wir das Holzstück dann drehen, genauso da unten sauber anlegt und das Ganze sauber anklebt. Jetzt habt ihr die eine Seite fertig, jetzt dreht ihr euer Holzstück natürlich einmal rum und klebt praktisch das andere dann schön drauf. Ob das jetzt hier hin und her verschoben ist, auch wenn das Holz ein bisschen breiter ist, ist überhaupt kein Stress. Das macht gar nichts. Das heißt, wichtig ist, dass wir einfach die gleiche Höhe wieder erreichen und das Ganze ist schön sauber da unten anlegen. Jetzt schaut das Ganze so aus, die Frontseite vom Hirsch und die Seitenansicht vom Hirsch sind jetzt so draufgeklebt und schon können wir eigentlich an die Bandsäge gehen. Jetzt noch ein paar Tipps für euch. Die Bandsäge, ihr braucht ein Kurvenblatt. Ich habe hier glaube ich ein 6 mm oder ein 4 mm Kurvenblatt drin. Stellt eure Bandsäge richtig ein, dass es alles passt. Wir werden an der Hochkantseite, an der vorderen Frontseite vom Hirsch werden wir anfangen. Wir werden das Ganze auch nicht schaffen, auf einmal durchzusägen. Aber ich werde versuchen, dieses Stückchen an einem Stück zu lassen. Das heißt, ich werde hier nicht nochmal raussägen oder so. Ich werde hier lieber nochmal drum rumsägen um die engen Stellen, wo ich nicht rumkomme. Zum Beispiel jetzt hier am Ohr, da werde ich drum rumsägen und versuchen dann diese Linie nachzufahren. Das hat damit zu tun, dass ihr dann am Schluss eine bessere Stabilität habt, wenn ihr dann auf diese Seite kommt. Weil wir brauchen eine Stabilität einfach und deshalb versucht es das an einem Stück rauszusägen. Aber ihr seht es jetzt gleich, rausmachen, die Feinheiten auszusägen danach und dann könnt ihr es wieder zusammenkleben. Ich werde es sehr oft zusammenkleben, damit ich am Schluss auf der Seite dann noch eine richtig gute Stabilität habe. Gut, ich würde sagen, wir starten los. So, die erste Seite ist schon mal geschafft. Ihr seht, ich habe das an einem Stück geschafft. Allerdings natürlich nicht so geschafft, weil ihr seht ja, diese Rundung, die schaffst du einfach, das geht einfach mit der Bandsäge nicht. Aber das macht ja gar nichts. Ihr könnt es jetzt ja praktisch an der Bandsäge dieses Stück hier erstmal aufheben, nicht wegschmeißen, dieses Stück aufheben, jetzt aussägen und danach kleben wir das Ganze wieder hier fest und machen dann diese Seite auf jeden Fall, machen die innere Seite und so werden wir uns komplett durcharbeiten durch das Ganze.
So, jetzt seht ihr mal den ersten Schritt, den wir gemacht haben. Ihr seht, ja, macht es lieber so und lasst es lieber am Stück, weil ihr brauchen einfach Stabilität. Und deshalb klebe ich das immer wieder zusammen. Jetzt drehen wir das Ganze nämlich um und jetzt kommen wir nämlich auf die schwere Seite. Das werde ich auch natürlich nicht an einem Schnitt hier rauskriegen, sondern ich werde hier einfach drumherum fahren. Das heißt, ich werde hier hochfahren, das hier, die Schnauze drumherum fahren, Hals werde ich nachher aussägen. Hier auch noch, soweit es geht, dann wieder nach oben und praktisch immer wieder quer rüber, damit ich einfach ein Stück habe. Dann säge ich das Ganze schön fein nach und klebe es wieder hin. Man muss es theoretisch nicht mehr hinkleben auf der Seite jetzt, wo wir es sägen, aber wir haben dadurch einfach bessere Stabilität. Das kann ich euch einfach nur empfehlen, es trotzdem zusammenzukleben wieder. Den letzten Schnitt zwischen den Beinen, da müsste das eigentlich nicht mehr hinkleben. Ich mache es aber trotzdem, damit ich es euch mal zeigen kann, wie das Ganze jetzt ausschaut. Also klebe ich das Ganze jetzt nochmal zusammen. Ah ja, es ist halt einfach nur ein stabilerer Halt und das ist halt wichtig beim Sägen, dass wir da einen richtig guten Halt haben. Aber jetzt sehen wir mal, wie das Ganze ausschaut, wie ich das Ganze ausgesägt habe. Und jetzt kommt der finale Schnitt und zwar ist das hier und dann sind wir fertig und packen das ganze Päckchen aus. Ja, ist denn schon frühzeitig Weihnachten? Ich habe mein Holzpaket hier, super cool und wir packen das jetzt mal gemeinsam aus und schauen mal, was da dabei rauskommt. Wir feiern schon gemeinsam Weihnachten, wir packen es gemeinsam aus, oder was sagt ihr? Oh, da bricht schon was raus. Okay, prima. So schaut das Ganze jetzt zusammengepackt aus noch und jetzt werden wir diese einfach wegmachen, unser Klebeband einfach wegmachen und lassen mal uns überraschen, was da jetzt Schönes, Tolles rauskommt. Baba! Ja, Mann! Schaut euch mal das an, wie toll das Ding rauskommt. Hey. Wow! Ja, natürlich müssen wir es noch schleifen, das ist logisch. Aber schaut es euch mal, wie findet ihr die Form? Das ist doch mal was ganz anderes. Ich sag mal richtig, richtig cool. Die ausgesägten Dinger sind eigentlich auch ganz cool. Da könnte man eigentlich auch noch was draus machen, finde ich, oder? Was meint ihr? Cool. Also tun wir das alles mal beiseite und schauen das jetzt nochmal an. Also, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schleifen, aber ich finde ihn ganz cool. Ja, er ist noch ein bisschen eckig, aber wir können das Ganze natürlich ein bisschen rund schleifen. Das können wir dann gleich machen am Spindelschleifer und den Arsch noch ein bisschen rund schleifen hier hinten. Und dann ist der da super, oder? Also gehen wir mal in die Schleifmaschine und werden uns mal ein bisschen Mühe geben.
So, wir sind fertig. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Ist richtig cool geworden, muss ich sagen. Zuvor möchte ich natürlich noch erwähnen, alles was ihr in der Videobeschreibung, im Video gesehen habt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie das Bioöl von Heliacare, Sprühkleber, mein Werkzeug, was ich verwendet habe und so weiter und so fort, werde ich alles verlinken. Und natürlich auch die Datei, die ihr dann praktisch zum kostenlosen Download bekommt als Weihnachtsgeschenk von mir an euch. Ebenso möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, in diesem Video vom letzten Jahr zeige ich euch auch, wie ihr aus 3D-Dateien, die ihr kostenlos im Internet downloaden könnt, euch selber solche Zuschnitte machen könnt. Schaut da einfach noch mal ins Video rein. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. So, und jetzt schaut euch mal dieses Top-Ergebnis an. Also mir persönlich gefällt er sehr, 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 sehr gut. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diesen Hirsch hier findet. Ich finde, der ist richtig gut gelungen. Schön filigran, irgendwie die Hörner oben, das Geweih oben, richtig toll. Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen mehr gemacht. Die sind aber noch nicht geschliffen, also ihr seht mal diesen Unterschied, wenn er geschliffen ist, dass wir da Rundungen drin haben. Hier haben wir einfach noch die Kanten drin. Das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er das gerne möchte. Also schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Das habe ich schon eine ganze Armee hier an Hirschen. Aber wenn man jetzt mal den Hirsch vergleicht vom letzten Jahr, den könnt ihr übrigens auch downloaden. Ihr seht diesen krassen Unterschied. Das ist relativ einfach gemacht. Und ja, und wir sehen jetzt hier, dass wir da einfach tollere Formen haben einfach. Und das Ganze mit der Bandsäge auszusägen, ist doch richtig, richtig cool. Jetzt haben wir eine ganze Armee schon. Schaut's mal. Die müssen natürlich noch geschliffen werden, je nachdem wie jeder will. Aber wir haben jetzt schon eine ganze Armee hier schon an Rentieren und natürlich an Hirschen. Richtig cool, oder? Eine Frage habe ich an euch noch, und zwar, wer traut sich das Ganze zu, so einen Hirsch an der Bandsäge auszusägen? Weil ganz so einfach ist es nämlich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch über diese ganzen Dateien, die ihr dann kostenlos downloaden könnt. Wie gesagt, als Weihnachtsgeschenk an euch. Und ja, bitte seht mir das Ganze nach. Die Zeichnung ist nicht perfekt. Ist handschriftlich gezeichnet worden, eingescannt worden, und das biete ich euch jetzt einfach an. Schaut da einfach mal drauf. Jetzt sind wir aber nun am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Schnitttechnik gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Ich würde sagen, schöne Säge, Hirsch, Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.